Und dann starte ich mal in die Projektvorstellung von Leicht Online, bevor wir zu dem eigentlichen Schwerpunktthema heute kommen. Leicht Online haben wir gestartet im Januar 2021, also es ist inzwischen ja schon gut 5 Jahre her. Und das war eine Ausgangssituation, die zwei unterschiedliche Seiten mit sich gebracht hat. Zum einen war die Digitalisierung schon in allen Lebensbereichen weit vorangeschritten. 2021 lief dann auch schon die Corona-Pandemie. Spätestens dann war es für viele ganz alltäglich, Videokonferenzen zu machen, aber ja auch schon vorher Online-Banking, Online-Shopping, ähm, ist mehr oder weniger Alltag geworden. Und es gibt auch rechtliche Rahmenbedingungen, die diese Entwicklung nochmal gefördert haben. Also wir haben zum Beispiel das OZG, das Onlinezugangsgesetz, das öffentliche Stellen verpflichtet, Dienstleistungen online anzubieten. Es gibt inzwischen auch das BFSG, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das private Anbieter verpflichtet, ihre Produkte und Dienstleistungen barrierefrei zu gestalten. Und bei diesen rechtlichen Rahmenbedingungen wurden auch schon die Bedarfe oder Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung berücksichtigt. Da vor allen Dingen aber Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder Sinnesbeeinträchtigungen. Also dass es zum Beispiel die blinden Nutzerinnen und Nutzer war, die in diesen Gesetzen berücksichtigt wurden. Ähm, Wir haben aber in unserem Alltag der Lebenshilfe gesehen, dass Menschen mit geistiger Behinderung oder Menschen mit einer Lernbehinderung in diesen Rahmenbedingungen noch gar nicht so berücksichtigt wurden. Und dabei können sie eben dann doch häufig Internetseiten und Apps schlecht bedienen, weil die einfach sehr komplex sind und sehr, genau, schwierig im Handling. Und dass sie noch nicht berücksichtigt sind, liegt auch daran, dass es eigentlich kaum Erkenntnisse darüber gab, wie sie Internetseiten und Apps benutzen. Wir haben da zum Beispiel auch Erfahrungen im Beruf für leichte Sprache gemacht, dass die Frau Zorno, die Sie jetzt ja auch schon kennengelernt haben, leitet, dass dort Übersetzungen angefragt wurden von externen Unternehmen und häufig dann so im Nachgang nochmal die Frage kam, ah ja, das ist für unsere Internetseite, was müssen wir eigentlich berücksichtigen, wenn wir sie dort einbinden wollen oder diese Übersetzung einbinden wollen? Und da haben wir uns mal auf die Suche begeben. Wir hatten natürlich schon viele Erfahrungswerte oder manchmal auch so eine Art Bauchgefühl, aber so richtig, ja, Projekte, die sich dem angeeignet hatten, gab es einfach noch gar nicht. Und das hat uns ein bisschen überrascht, beziehungsweise wir fanden es einfach sehr schade, weil wir sehen, dass barrierefreie digitale Angebote für unsere Zielgruppe, also für Menschen mit Lernbehinderung, viele Vorteile bieten würden. Also das ist zum einen der Zugang zu Dienstleistungen. Ich hatte eben schon das OZG als Stichwort genannt. In der Praxis ist es so, dass unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem ambulanten Betreuungsdienst häufig eben dann doch mit den Klienten und Klienten in die Behörde gehen, um da Anträge zu stellen oder Dinge, Personalausweis zum Beispiel zu beantragen. Einfach weil das online einfach vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich war, vor allen Dingen aber auch viel zu schwierig war. Kommunikation ist ein großes Thema, nicht nur im ja, Durchschnitt der Gesellschaft, sondern auch bei unserer Zielgruppe. Hier wird schon häufig so Angebote genutzt wie Messenger-Dienste, aber auch hier gibt es immer noch viele Barrieren, auf die die Personen gestoßen sind. Mobilität, immer wieder großes Thema. Wie komme ich von A nach B? Ich selbst zück da auch immer mein Handy und gucke bei Google Maps. Ich komme damit gut zurecht. Vielen Menschen mit einer Lernbehinderung geht das anders, weil auch da einfach viel abstrakte Darstellungen sind zum Beispiel oder die Bedienung der App an sich schon ganz schwierig ist, so dass diese Angebote gar nicht genutzt werden können. Das könnte sich ändern, werden die einfach einfacher gestaltet und barrierefrei gestaltet. Dann haben wir noch die verbesserten Bildungschancen. Hier sind zum Beispiel E-Learning-Angebote zu nennen. Und insgesamt ist es eben so, dass Menschen mit Lernbehinderungen viel unabhängiger werden, eben nicht abhängig davon sind, dass ihnen Freunde und Familie helfen, dass ihnen Betreuerinnen und Betreuer helfen, sondern viel selbstbestimmteres Leben führen könnten, wenn sie digitale Angebote auch selbstständig nutzen könnten. Und deswegen haben wir losgelegt mit unserem Projekt Leicht Online. Und wir haben uns da verschiedene Ziele gesetzt. Es ging vor allen Dingen darum, erstmal zu identifizieren,
wie eine barrierefreie Internetseite oder barrierefreie App eigentlich aussehen muss, damit sie gut nutzbar ist für Menschen mit Lernbehinderungen. Das hatte ich ja eben schon gesagt, dass es da kaum Erkenntnisse zu gab. Wir wollen aber auch die Seitenanbietenden beziehungsweise die Webentwickler sensibilisieren. Es ist so, dass Menschen mit einer Lernbehinderung häufig so den Kontext digitale Teilhabe oder überhaupt Digitalisierung noch gar nicht so wahrgenommen werden. Manchmal werden sie auch einfach nicht ernst genommen. Das möchten wir ändern. In der Arbeit entwickeln wir auch Forschungsmethoden. Das sind teilweise Methoden, die jetzt gar nicht so komplett neu sind, aber sie müssen an die Zielgruppe angepasst werden. Dann wollen wir an die rechtlichen Rahmenbedingungen ran. Auch hier, das ist ganz wichtig, dass die Zielgruppe und ihre Bedarfe auch darin sind. Manchmal ist es eben so, dass es diese Rahmenbedingungen erstmal geben muss, damit sie umgesetzt werden müssen oder umgesetzt werden. Hier wollen wir eben sehen, dass auch Menschen mit Lernbehinderung zu finden sind. Und letztlich geht es uns, das ist ja auch das große Ziel der Lebenshilfe Hamburg, darum, dass wir die digitale Teilhabe von Betroffenen verbessern können, vor allen Dingen aber auch die gesellschaftliche Teilhabe. Zielgruppe sind natürlich Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung. Was uns aber auch immer ganz wichtig ist zu benennen, dass das für ganz viele andere Menschen auch Vorteile bringen kann. Also das sind zum Beispiel Seniorinnen und Senioren oder Menschen, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen. Auch die können häufig davon profitieren, wenn Angebote weniger komplex und einfach einfacher zu bedienen sind. Genau. Und das sind noch mal zwei Stichpunkte dazu, was wir überhaupt untersuchen. Wie sehen barrierefreie Internetseiten und Apps aus? Und das Ganze machen wir mit Hilfe von Nutzertest und Nutzerbefragung. Das sind so ganz gängige Instrumente im Kontext von digitaler Barrierefreiheit. Wir haben geschaut, wie müssen wir sie anpassen, damit wir sie mit unserer Zielgruppe gut nutzen können. Und inzwischen haben über 110 Nutzertests beziehungsweise Befragungen stattgefunden mit es müssten aktuell so 55 Personen sein, die an unseren Tests teilgenommen haben. Das heißt, meistens geben wir den Personen eine konkrete Aufgabe mit. Wir haben extra einen Prototypen erstellt, das heißt so eine Art Test-Internetseite, die jetzt erstmal gar nicht öffentlich ist. Und an die setzen wir die Person heran. Wir meistens so ein kleines Vorgespräch und geben dann die Aufgabe mit, zum Beispiel, such doch mal oder guck doch mal, ob du Information X findest. Und dann sprechen wir mit der Person, während sie versucht, diese Aufgabe zu lösen. Wir beobachten aber auch ganz viel und können darüber sehen, wo kommt die Person ins Stocken, wo ist noch was schwierig, was funktioniert aber auch gut. Wir holen aber natürlich auch ganz aktiv die Rückmeldung der teilnehmenden Person ein. Und dieses ganze Projekt machen wir nicht alleine. Das machen wir vor allen Dingen auch mit Fördermittelgebern zusammen, dank denen wir das Projekt überhaupt durchführen können. An der Stelle nochmal vielen Dank. Also gerade die Akzement Stiftung hat uns von Anfang an gefördert. Das reguläre Projektende wäre eigentlich schon im Juni vergangenen Jahres gewesen. Wir haben jetzt aber dankenswerterweise nochmal eine Fortführung der Förderung bekommen, sodass wir jetzt noch ein Jahr weitermachen können bis Ende 26. Außerdem machen natürlich Menschen mit geistiger Behinderung mit. Das ist ganz wichtig, weil es ja genau die Personen sind, um die es in diesem Projekt geht. Und das sind zwei unterschiedliche Personengruppen, die da mitmachen. Das ist zum einen die Begleitgruppe. Das sind 7 Teilnehmende, die eine Lernbehinderung haben oder eine geistige Behinderung haben. Und mit denen setzen wir uns so 4 bis 6 Mal pro Jahr zusammen. Alle Treffen finden in Präsenz statt. Das hat den Hintergrund, dass wir durch Online-Treffen nicht nochmal zusätzliche Hürden oder Barrieren aufstellen wollen. Und mit denen sprechen wir ganz viel und diskutieren wir viel, was wir herausgefunden haben, wie wir arbeiten. Und vor allen Dingen auch immer ganz wichtig, was Teil unserer Untersuchung ist. Das heißt, wir kriegen auch da von den Teilnehmenden der Begleitgruppe häufig gute Impulse, dass sie sagen, ja, aus unserer eigenen Erfahrung ist Thema X schwierig, nehmt das doch mal mit auf in eure Usability-Tests.
Und dann haben wir als zweite Gruppe eben auch die teilnehmenden Nutzertests. Das hatte ich eben schon erzählt, dass das inzwischen so über 50 Personen sind, die inzwischen teilgenommen haben. Außerdem nehmen wir auch die Perspektive der Seitenanbietenden mit auf. Also das sind 8 Unternehmen, die als Projektpartner bzw. Partnerin teilnehmen. Ich habe eben schon gesehen, Frau Magdalinski ist heute dabei, also die BGW, die von Anfang an bei dem Projekt Leicht Online dabei ist, sind aber auch noch 7 andere Unternehmen, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Das sind die Bereiche Arbeit, Mobilität und Bildung. Ähm, diese Bereiche haben wir ausgewählt, weil wir gesagt haben, sie sind einfach besonders relevant für die Zielgruppe. Und auch hier setzen wir uns mit den Projektpartnern zusammen, ähnlich wie bei der Begleitgruppe. Die Treffen sind etwas seltener, also es sind 2 Treffen pro Jahr. Und auch da sprechen wir darüber, was wir schon herausgefunden haben. Ganz wichtig ist uns bei den Projektpartnern aber auch, dass wir deren Fragestellungen mit aufnehmen können. Also wir haben hier schon häufig gehört, dass zum Beispiel ein Relaunch ansteht und da Fragen sind, wie sie bestimmte Dinge umsetzen können. Ähm, oder eben aus der Vergangenheit bestimmte Fragestellungen sind, die noch gar nicht so richtig gelöst wurden, die wir dann ebenfalls in den Nutzertest mit aufnehmen können, um sie zu untersuchen, um da auch zu Lösungen zu kommen. Und letztlich habe ich als drittes Zahnrad in dieser Übersicht auch nochmal die rechtlichen Rahmenbedingungen mit aufgenommen. Das kam schon ein bisschen durch, dass das eine ganz wichtige Perspektive ist bei dem Thema digitale Barrierefreiheit. Und hier sind wir sehr froh, dass wir mit der Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik, kurz BFIT-Bund, zusammenarbeiten können. Zum einen ist die BFIT auch bei uns Projektpartner. Zum anderen sind wir Mitglied im BFIT-Ausschuss, also im Ausschuss für digitale Barrierefreiheit. Und Frau Zorne und ich leiten dort auch eine Arbeitsgruppe zum Thema Menschen mit Lernbehinderung. Seit, ich glaube, inzwischen Juni 23 müsste es fast gewesen sein, 24. Ich weiß nicht, 1,5 Jahre haben wir inzwischen die Werkstattgespräche. Das ist ein Format, was wir uns überlegt haben, um immer mal wieder so über Teilaspekte des Projekts berichten zu können und nicht nur ja, so große Pakete zu haben und zu sagen, das sind unsere Ergebnisse, sondern dass wir uns immer mal wieder was rauspicken und dazu unsere Erkenntnisse vorstellen. Ich habe hier einen Screenshot unseres Padlets zu den Werkstattgesprächen. Darunter ist auch ein Link beziehungsweise ein QR-Code, über das Sie das Padlet erreichen. Da finden Sie zum einen alle Präsentationen zu den vergangenen Veranstaltungen. Sie sehen hier aber auch im Screenshot rechts eine Spalte, mein Wunschthema. Das heißt, wenn es ein Thema gibt, was Ihnen da irgendwie schon unter den Nägeln brennt und Sie sagen, Sie wünschen sich dazu gerne nähere Informationen, dann schreiben Sie es da gerne rein und wir prüfen gerne, ob wir das umsetzen können. Und damit sind wir auch bei dem Thema heute angekommen, das digitale Selbstbewusstsein. Mm, genau, also wenn wir über digitale Teilhabe sprechen, denken die meisten zuerst an Barrierefreiheit. Also ganz klassisch zum Beispiel an Kontraste, an Tastaturbedienbarkeit oder Screenreader-Kompatibilität. Als Leicht Online haben wir dann natürlich noch andere Aspekte im Kopf, sowas wie einfache Orientierung, verständliche Strukturen, leichte Sprache natürlich. Und Barrierefreiheit ist natürlich auch eine ganz grundlegende Voraussetzung dafür, dass alle Menschen digitale Angebote nutzen können. Wir haben in unserem Test aber die Erfahrung gemacht, dass Menschen Internetseiten und Apps manchmal auch dann nicht genutzt haben, wenn die eigentlich barrierefrei oder zumindest barrierearm gestaltet waren. Sie haben sich also vielleicht entweder gar nicht getraut, das Angebot zu nutzen, oder sie haben die Nutzung an bestimmten Punkten abgebrochen. Und das war häufig dann der Fall, wenn sie sich nicht sicher gefühlt haben. Es geht also nicht immer nur darum, dass ein Angebot barrierefrei ist, sondern auch darum, ob sich Nutzerinnen sicher fühlen, dieses Angebot überhaupt zu nutzen. Und die Frage ist dann natürlich, wie diese Sicherheit entsteht und wodurch sie gestärkt oder eben auch geschwächt werden kann. Mit den Begriffen Sicherheit und Handlungskompetenz meinen wir gar nicht so sehr das technische Können
und auch nicht umfangreiche digitale Fähigkeiten. Die Sicherheit im Kontext vom digitalen Nutzungsverhalten setzt sich eher so aus verschiedenen Faktoren zusammen. Das sind zum einen die individuellen Kompetenzen, die jede Person mit sich bringt. Es geht aber auch ganz stark um das Lebensumfeld und die Erfahrung einer Person. Und an dem Punkt haben wir im Projekt viel hin und her überlegt, was eine geeignete Form oder vielleicht auch eine geeignete Darstellungsweise ist, um diese Punkte möglichst gut und deutlich abzudecken. Und letztlich sind wir dann bei einem sogenannten Spiderweb-Diagramm gelandet. Sie sehen hier ein Beispiel von so einem Spiderweb-Diagramm. Der Name sagt es schon, das ist im Aussehen ähnelt sehr einem Spinnennetz. Und in diesem Fall haben wir 7 verschiedene Bereiche und für jeden dieser Bereiche wird dargestellt, wie stark er bei einer Nutzerin oder einem Nutzer ausgeprägt ist. Also wir haben hier Werte zwischen 0 und 10, wobei 0 ist, dass der Wert gar nicht ausgeprägt ist. 10 heißt, er ist sehr stark ausgeprägt. Und aus dem Zusammenspiel aller Bereiche ergibt sich dann ein Gesamtbild, das beschreibt, wie eine Person digitale Angebote nutzt. Hm. Es fällt auch nochmal ganz wichtig, dann ja sicherzustellen oder nochmal zu betonen, dass dieses Spiderweb-Diagramm also gar nicht das Nutzungsverhalten von Menschen mit einer Lernbehinderung ganz allgemein beschreiben soll. Das geht auch gar nicht, weil diese Personengruppe sehr heterogen ist, sondern es zeigt eben so die unterschiedlichen Faktoren bei einzelnen Personen und wie sie zusammenwirken und wie sie das digitale Nutzungsverhalten beeinflussen. In diesem Fall haben wir hier 3 Linien. Das ist die blaue Linie, die grüne Linie und die türkisfarbene Linie. Das sind erstmal beispielhafte Werte, die wir da eingefügt haben von 3 unterschiedlichen Personen. Und daran kann man schon mal vielleicht ganz gut erkennen, welche unterschiedlichen Kenntnisse und Fähigkeiten die Personen mitbringen. Und aus unserer Sicht ist dieses Modell genau deshalb sehr hilfreich, eben weil man diese Unterschiede gut klar machen kann und gut deutlich machen kann ähm, und es nicht so einen Eindruck geben soll von, es ist die Nutzergruppe Menschen mit Lernbehinderung, sondern die Unterschiede zwischen den einzelnen Nutzerinnen und Nutzern. Als Einflussfaktoren für das Nutzungsverhalten haben wir hier, wie gesagt, 7 verschiedene Bereiche identifiziert. Das ist oben einmal die Lese- und Schreibkompetenz. Der Faktor beschreibt, wie gut Texte gelesen werden können und wie sicher eine Person selbst Texte auch eingibt. Und das ist natürlich ein ganz essentieller Faktor bei der Nutzung digitaler Angebote. Man muss zum Beispiel Menüpunkte lesen können. Ich muss ganze Texte lesen können, um eine Seite nutzen zu können. Oder ich möchte etwas suchen oder ein Formular ausfüllen, dann muss ich auch gewisse Schreibfertigkeiten mitbringen. Dann haben wir die Gedächtnis- bzw. Erinnerungsleistung. Hier geht es darum, wie gut sich Menschen Informationen merken können. Zum Beispiel mehrstufige Prozesse sind immer mal wieder ein Problem. Wenn ich zum Beispiel nach einer Eingabe nochmal per E-Mail was bestätigen muss oder wenn ich einen Vorgang später an anderer Stelle nochmal fortsetzen soll. Ganz allgemein ist es eben so, dass wenn Abläufe sich ändern oder viele Schritte notwendig sind, dass für viele Nutzer oder Nutzerinnen mit einer Lernbehinderung es schwerfällt, den Überblick zu behalten. Dann haben wir den Punkt der Konzentration. Der Faktor beschreibt, wie gut sich jemand über einen bestimmten Zeitraum auf eine Aufgabe konzentrieren kann. Lange Texte sind zum Beispiel ein Problem, oder auch Ablenkungen können herausfordernd sein. Pop-ups sind da immer so das klassische Beispiel oder Werbeanzeigen. Die führen ganz häufig von dem ab, was man eigentlich gerade machen wollte. Und gerade wenn Prozesse lange dauern, vielleicht auch sowas wie so ein sehr langes Formular, kann es dazu führen, dass, wenn die Konzentrationsfähigkeit nicht so hoch ist, Aufgaben nicht zu Ende geführt werden können. Dann haben wir noch die Abstraktions- bzw. Differenzierungsfähigkeit. Hier geht es um die Fähigkeit, abstrakte Begriffe und Zusammenhänge zu verstehen. Digitale Angebote setzen ganz häufig voraus, dass die Nutzer erkennen, wie einzelne Schritte zusammenhängen oder auch welche Folgen eine bestimmte Handlung hat. Und Internetseiten haben ja zum Beispiel häufig mehrere Ebenen. Ich habe die Startseite, ich habe Unterseiten, ich habe Inhaltsseiten.
Und für viele Nutzerinnen ist dieser Aufbau oder diese Struktur gar nicht so klar. Und dann ist man sich eben gar nicht so bewusst, wo befinde ich mich gerade und wie komme ich zu der Seite zurück, von der ich gerade komme. Und wenn man diese Zusammenhänge nicht nachvollziehen kann, wird die Nutzung ganz allgemein eben schnell unübersichtlich. Und das kann selbst dann der Fall sein, wenn die Seiten an sich technisch erstmal gut aufgebaut oder gut gestaltet sind. Dann haben wir noch die motorische Steuerung. Ich glaube, das ist ein Punkt, der ist relativ klar. Der Faktor betrifft die körperliche Bedienung von Geräten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen mit Lernbehinderung lieber mobile Geräte nutzen als ein Laptop oder ein Computer. Das hat unterschiedliche Gründe und kann auch daran liegen, dass die Anschaffungskosten für ein Smartphone in der Regel weniger hoch sind als die von einem Computer. Wir hören aber auch immer wieder, dass die Bedienung von einem Handy einfach einfacher ist. Ähm, und gerade für die Personen, die es gewohnt sind, ein Smartphone zu benutzen, ist dann der Wechsel zu Maus und Tastatur sehr schwierig. Und da muss man eben erstmal schauen, wie funktioniert das überhaupt und welche anderen Anforderungen gibt es da. Bei der motorischen Steuerung kann auch wiederum noch ein Problem sein, wenn Buttons oder andere Elemente sehr klein gestaltet sind. Da muss man eben schauen, dass man den richtigen Punkt trifft. Oder auch wenn Elemente sehr nah beieinander liegen, kann das für viele Personen zu einer Barriere werden. Und dann haben wir noch die visuelle Wahrnehmung. Hier geht es darum, wie gut Inhalte visuell erkannt oder auch unterschieden werden können. Kleine Schrift ist da immer eine Barriere, aber auch wenn eine Seite sehr voll ist mit sehr vielen Elementen, kann das die Orientierung erschweren. Und das waren alles die Faktoren, die ich in der Folie davor als individuelle Kompetenzen zusammengefasst habe. Und wie stark oder schwach die einzelnen Fähigkeiten ausgeprägt sind, ist natürlich komplett unterschiedlich und kann von Person zu Person sehr stark variieren. Genauso ist das beim digitalen Selbstbewusstsein und da sind wir dann ja auch endlich bei dem Punkt gelandet, über den wir heute eigentlich sprechen wollen. In unserem Projekt beschreibt das digitale Selbstbewusstsein gar nicht so eine einzelne Fähigkeit und auch keine technische Kompetenz, sondern es ist das Vertrauen in die eigene Nutzung digitaler Angebote. Und dieser Begriff ist eher eine Art Sammelbegriff, unter dem sich ganz viele verschiedene Faktoren verstecken. Und bevor wir uns diese einzelnen Einflussfaktoren anschauen, möchte ich aber erst einmal kurz definieren oder auch kurz erklären, was wir unter dem Begriff digitales Selbstbewusstsein verstehen. Und da geht es eben darum, ob Menschen sich zutrauen, digitale Geräte oder auch digitale Angebote überhaupt zu nutzen. Also ob sie sich sicher genug fühlen, ob sie Angst haben, Fehler zu machen, oder ob sie sich trauen, auch mal was Neues auszuprobieren, ohne da ständig auch die Sorge zu haben, mache ich irgendwas falsch, komme ich irgendwo hin, wo ich gar nicht hin wollte. Und das digitale Selbstbewusstsein zeigt sich häufig auch darin, wie Menschen mit Barrieren umgehen. Also ob sie die Nutzung sofort abbrechen oder ob sie schauen, finde ich vielleicht einen anderen Weg, irgendwie so einen kleinen Workaround, ohne dabei dann auch direkt auf Unterstützung zurückzugreifen. Ähm, Wichtig ist auch, was das digitale Selbstbewusstsein nicht bedeutet. Es heißt nicht, dass Menschen schon alles können müssen, was so im Bereich Digitales oder mit dem Bereich Digitales zu tun hat. Ist auch überhaupt nicht abhängig von Intelligenz und es ist auch keine angeborene Fähigkeit, die Personen haben oder eben nicht haben. Ähm, Es ist vielmehr ja, Erfahrung, die man gemacht hat. Es ist eine Unterstützung, die man entweder erhält oder schon erhalten hat. Und es ist vor allen Dingen auch ganz viel Übung im Alltag. Und genau diese Erfahrungen, Rahmenbedingungen und Unterstützungsformen schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Was bestimmt das digitale Selbstbewusstsein? Das ist vor allen Dingen oder unter anderem die Vorerfahrung mit digitalen Geräten. Mm, Wir haben gesehen, dass wenn man schon eine bestimmte Vorerfahrung hat,
dass es einen großen Einfluss darauf hat, wie sicher sich eine Person im digitalen Umfeld bewegt. Also Personen, die zum Beispiel schon früh und auch regelmäßig mit Smartphone, Tablet oder Computer gearbeitet haben. Das kann zum Beispiel in der Schule sein, das kann in der Freizeit sein, das kann auch so im Kontext der Familie passieren. Die entwickeln meist ein besseres Verständnis für die grundlegenden Funktionen und haben auch eine größere Vertrautheit mit digitalen Anwendungen. Ich glaube, das kann man auch so sehr in seinem Umfeld sehen. Gerade Personen älteren Alters oder gerade Senioren und Senioren, die damit nicht aufgewachsen sind, die haben damit ja doch häufiger Probleme als kleine Kinder oder junge Personen, die ganz selbstverständlich schon mit Handy und Laptop aufgewachsen sind. Und diese Vorerfahrungen führen dann dazu, dass die digitale Nutzung natürlich viel routinierter wird und dass auch so die Hemmschwelle senkt, dass man einfach mal neue Angebote ausprobiert. Mm, Umgekehrt haben wir im Projekt gesehen, dass fehlende oder vielleicht auch negative Vorerfahrungen zu Unsicherheit führen können. Ich muss da zum Beispiel an eine Teilnehmende unserer Tests denken, die erzählt hat, dass sie einen Arzttermin online gebucht hat. Und dann ist sie dahin und ihr wurde in der Arztpraxis gesagt, dass gar kein Termin vorliegt. Und das hat sie sehr verunsichert. Und letztendlich hat es jetzt dazu geführt, dass sie Termine nur noch telefonisch vereinbart und sich da gar nicht mehr rantraut und sagt, das wird eh wieder schief gehen und ich habe da einen Fehler gemacht und ich traue mich nicht mehr. Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor ist die Verfügbarkeit von Geräten und Internet. Auch das ist eigentlich ganz klar. Viele Menschen mit Lernbehinderung haben heute zwar ein Smartphone, der Zugang zu Computer und Laptop ist dann doch immer noch ein bisschen seltener. Gründe dafür sind manchmal fehlende finanzielle Mittel, das hatte ich vorhin schon so am Rande einmal gesagt. Digitale Geräte sind einfach teuer und nicht jeder hat die finanziellen Ressourcen, sich ein eigenes Handy zu kaufen. Und auch in Wohneinrichtungen ist es dann doch häufig noch so, dass die Ausstattung in der Regel sehr begrenzt ist. Da muss ich zum Beispiel an unseren Internetclub denken. Das ist so eine Art Selbsthilfegruppe zum Thema Digitales, die wir hier bei der Lebenshilfe haben. Ähm, Die Treffen finden einmal im Monat statt und sie treffen online statt. Und da tauschen sich die Teilnehmenden so zum Thema Digitales ganz grob aus. Also es kann sein, ich habe eine tolle neue Homepage gefunden. Es kann aber auch sein, ich bin da irgendwie mal auf ein Problem gestoßen und habe noch keine Lösung gefunden. Und dann setzen sich die Teilnehmenden online zusammen und schauen, ob sie eine Lösung für dieses Problem finden. Und in unserem Internetclub haben wir auch zwei Frauen dabei, die in einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung leben. Und für die ist es gar nicht so einfach, an diesen Treffen überhaupt teilnehmen zu können, weil sie sich immer mit den Betreuerinnen und Betreuern absprechen müssen, ob sie den Computer aus deren Büro überhaupt nutzen können. Mm, Auch der Internetzugang an sich ist manchmal doch noch eine Hürde. Viele Menschen können ihr Smartphone nur im WLAN nutzen, weil zum Beispiel einfach kein Vertrag vorliegt. Mm, Oder auch, weil dann vielleicht das mobile Datenvolumen eher gering ist, das zur Verfügung steht. Und das bedeutet dann natürlich, dass die digitalen Angebote nur an bestimmten Orten genutzt werden können. Also zum Beispiel zu Hause in der Wohneinrichtung. Ähm, oder manchmal gibt es ja auch so öffentliche Plätze, an die es freies WLAN gibt. Und gerade dann, wenn zu Hause ein eigener WLAN-Zugang fehlt, schränkt das die Nutzungsmöglichkeiten natürlich ganz schön ein. Auch hier ist die Situation häufig so, dass es noch nicht in allen Wohneinrichtungen WLAN-Zugänge gibt oder WLAN-Zugänge, die auch für alle Bewohnerinnen und Bewohner zugänglich sind. Mm, Genau, das ist dann natürlich schwierig, wo man überhaupt noch mit seinen digitalen Geräten was machen kann. Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor ist die Motivation oder sind so die individuellen Interessen, die die Personen mitbringen. Ob Menschen sich überhaupt mit digitalen Medien auseinandersetzen, haben wir gemerkt, hängt sehr stark von ihren persönlichen Interessen ab. Und Themen, die so einen direkten Bezug haben zu ihrem Leben. Also Musik ist immer ein Thema, was wir hören. Sport ist interessant, Kontakt zu anderen Menschen, gerade Messenger-Dienste, die erleichtern den Einstieg in digitale Angebote. Ähm,
Anderer Bereich sind so, ja, Alltagssituationen, wo das einfach praktisch ist. Also zum Beispiel Apps aus dem öffentlichen Nahverkehr, Arzttermine ausmachen, Einkäufe erledigen. Und all das kann dann so motivierend wirken, sich doch mal mit dem Thema digitale Medien oder digitale Angebote auseinanderzusetzen. Mm, genau, dann ein sehr wichtiger Punkt ist die Unterstützung durch das Umfeld. Angehörige, Betreuerinnen, Betreuer, vielleicht auch Freundinnen und Freunde sind häufig so diejenigen, die Fragen klären, die bei Problemen helfen. Und ganz häufig sind es auch diejenigen, die da überhaupt auch mal anstoßen und sagen, probier doch mal was aus, ich helfe dir dabei. Mm, Und auch einfach mal vielleicht eine App runterladen und sagen, komm, kriegen wir hin und vor allen Dingen du kriegst das hin. Und wenn es dann aber so ist, dass das Unterstützerumfeld selbst keine hohen Kompetenzen im Bereich Digitales mitbringt, können sie dann natürlich auch gar nicht so viel weitergeben, und können das Thema vor allen Dingen auch nicht anstoßen. Und das führt dann dazu, dass diese Personen vielleicht schon selbst zu so einer Art Hindernis werden. Zum Beispiel auch aus der Sorge vor Fehlern, die dann die digitale Nutzung bei den betroffenen Personen verhindern. Und das zeigt einfach, dass die Haltung von den Unterstützerinnen und Unterstützern, die Erfahrung und auch die eigenen Fähigkeiten so einen ganz großen Einfluss darauf haben, ob die digitale Teilhabe bei diesen Personen gefördert oder eben gebremst wird. Und der letzte Punkt sind die Schulungs- und Lernangebote. Viele Menschen mit Lernbehinderung haben im Umgang mit digitalen Medien die Sorge, etwas falsch zu machen. Und ganz häufig ist es so, dass sich diese Angst auf ganz konkrete Situationen bezieht. Also zum Beispiel, dass sie sich nicht sicher sind, ob sie versehentlich persönliche Daten preisgeben. Vielleicht haben sie Angst, etwas falsch zu machen. Oder sie haben die Sorge, einen falschen Knopf zu drücken und dadurch aus Versehen etwas zu bestellen. Kosten sind sowieso ganz häufig so das Top-Thema, wenn es um Sorgen geht und warum Dinge oder Angebote nicht genutzt werden. Und genau deshalb sind dann auch Lernangebote so wichtig. Und vor allen Dingen dann eben Schulungs- und Lernangebote, die auf die Zielgruppe zugeschnitten sind. Also, dass sie in dem Tempo angepasst ist, dass sie in der Sprache angepasst sind und auch in der Methodik, so damit die teilnehmenden Personen wirklich mal Unsicherheiten abbauen können, beziehungsweise Fähigkeiten aufbauen können. Und entscheidend dabei ist dann nicht nur, dass das Wissen vermittelt wird, sondern dass es auch die Möglichkeit gibt, dass die teilnehmenden Personen einfach mal ausprobieren können und so in dieser sicheren Umgebung Fehler machen können und vor allen Dingen aus diesen Fehlern dann lernen können. Auch hier konnten wir glücklicherweise schon Erfahrung sammeln. Ähm, Teilnehmer von unserer Begleitgruppe sind immer wieder auf uns zugekommen mit so bestimmten Fragen und haben gesagt, ich habe einen neuen Router und den wollte ich installieren und das klappt nicht. Oder das Thema Viren, da besteht ganz viel Sicherheit. Was ist das überhaupt? Was kann ich da machen, damit ich keinen Virus kriege? Oder meine digitalen Geräte ein Virus haben? Und das waren so Fragestellungen, die konnten wir leider im Projekt Leicht Online gar nicht behandeln. Und dann haben wir uns aber auf die Suche begeben und haben Fördergelder eingesammelt und haben mit diesen Fördergeldern dann eine Schulung organisiert. Das haben wir gemeinsam mit den Teilnehmenden der Begleitgruppe gemacht. Und was da so wichtig war, dass sie auch ihre eigenen Inhalte bestimmen konnten. Also wir haben uns mit denen hingesetzt und erstmal gesammelt und dann priorisiert. Und dann war das so ein, ich glaube, letztendlich zweitägiger Kurs, in dem diese Fragen mal geklärt werden konnten und wo sie eben vielleicht auch mal selbst ausprobieren konnten. Und das hat gut geklappt und hat allen Teilnehmern auch sehr gut gefallen, wie wir im Nachgang gehört haben. Was bei den Schulungs- oder Lernangeboten auch hilfreich sein kann, sind so Peer-Angebote, bei denen sich Menschen mit Behinderung gegenseitig unterstützen können. Auch da haben wir bei der Lebenshilfe Hamburg selbst ein Projekt, das nennt sich eben digitale Peerberatung für Menschen mit Lernbehinderung. Und da haben wir, ich glaube, so zwischen 5 und 7 Personen, die im Umgang mit dem Internet und dem Computer geschult wurden und dann eben jetzt selbst andere Menschen mit einer Behinderung beraten können und ihr Wissen weitergeben können.
Und all diese Faktoren wirken zusammen und sie prägen eben genau das, was wir das digitale Selbstbewusstsein nennen. Und um vielleicht nochmal so ein bisschen praktischer deutlich zu machen, was das bedeuten kann, habe ich zwei Beispiele mitgebracht. Sie sehen hier die Beschreibung unserer Persona Amara. Und an Amara lässt sich sehr gut zeigen, wie stark das digitale Selbstbewusstsein darüber entscheidet, ob ja, digitale Angebote genutzt oder eben vermieden werden. Diese Personas, die sind auch ein Ergebnis aus unserem Projekt Leicht Online. Und ursprünglich war der Gedanke, dass wir über die Beschreibung der Personas überhaupt mal die Nutzergruppe oder vor allen Dingen die Vielfältigkeit der Nutzergruppe beschreiben können und vielleicht auch so ein bisschen besser greifbar machen können, weil wir doch häufig hören, dass da noch gar nicht so der Kontakt besteht und viele nur wissen, die sind sehr heterogen, aber was bedeutet das eigentlich? Wie leben die? Was machen die? Wo sind Barrieren im Internet? Was klappt aber auch gut? Wir haben da über diese ganze Vielfalt an Personen, die an unserem Test teilgenommen haben, inzwischen einen sehr guten Überblick, und haben vor allen Dingen einen Überblick, wie unterschiedlich sie sein können. Und das möchten wir in diesen Personas, darstellen. Insgesamt sind es, ich meine, 5 Personas, die wir erstellt haben. Für heute habe ich einfach mal 2 herausgepickt, weil die im Punkt digitales Selbstbewusstsein, da glaube ich am eindeutigsten sind. Genau, und hier haben wir Amara. Amara ist Mitte 30. Sie lebt in einer eigenen Wohnung und wird dort durch eine ambulante Betreuerin unterstützt. Sie arbeitet in einem Supermarkt. Das ist ein ausgelagerter Arbeitsplatz einer Werkstatt für behinderte Menschen. Und Amara nutzt digitale Medien im Alltag sehr zurückhaltend. Und dabei bringt sie eigentlich sehr gute Voraussetzungen mit, um sich im Internet selbstständig zu bewegen. Also sie kann zum Beispiel super lesen und schreiben, hat damit überhaupt keine Probleme. Sie hat kaum Schwierigkeiten mit der visuellen Wahrnehmung und auch die motorische Bedienung, bereitet ihr gar keine Probleme. Und trotzdem ist Amara im Internet sehr vorsichtig unterwegs. Also sie benutzt bevorzugt vertraute Abläufe und sie entscheidet sich bewusst immer nur für Angebote, bei denen sie sich sicher fühlt. Sie hat deswegen auch das Motto, lieber gar nicht klicken als etwas falsch machen. Amara nutzt ausschließlich ihr Smartphone. Damit kommuniziert sie über Messenger, oder auch über soziale Medien und schaut sich auf Plattformen wie zum Beispiel TikTok so kleine Videos an. Zu Mode ist ein Thema, was sie sehr interessiert, Make-up auch. Auch mit dem E-Mail-Programm kommt sie eigentlich sehr gut zurecht und auch bei Suchmaschinen fühlt sie sich sicher. Wir sehen aber auch in der Übersicht, dass Amara eigentlich nur das WLAN benutzt und das, obwohl sie eigentlich einen Vertrag hat mit mobilen Daten. Aber da ist sich einfach häufig zu unsicher, wie viele mobile Daten werden verbraucht, und was passiert, wenn die aufgebraucht sind. Also entstehen da Kosten, bei denen ich gar nicht einschätzen kann, wie hoch die sein werden. Und deswegen macht sie es in der Praxis häufig auch so, dass sie sich lieber erstmal einen Screenshot macht von wichtigen Infos. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn sie sich mal eine Route zu Hause herausgesucht hat. Dann macht sie sich lieber einen Screenshot, und hat den zur Sicherheit da, als auf der Fahrt nochmal über die mobilen Daten eben ins Internet zu gehen. Und auch Fragen klärt sie lieber persönlich. Sie weiß, dass es so Formulare gibt oder andere Möglichkeiten, Online-Hilfe zu holen. Aber das ist ihr immer zu unsicher, weil sie nicht einschätzen kann, sind es jetzt auch wirklich die richtigen Daten oder die richtigen Infos, die ich bekomme. Und deswegen ruft sie lieber einfach mal an. Andere Barrieren, auf die sie so trifft, sind unklare Buttons, verschiedene Bezahloptionen. Das ist eben häufig das Thema beim Online-Shopping. Und vor allen Dingen fehlen ihr häufig die Informationen zu Kosten. Und das verunsichert sie jedes Mal so sehr, dass sie den Kaufprozess, den sie eigentlich gerne mal machen würde, dann doch abbricht, weil sie sich nicht sicher genug fühlt. Und Amara zeigt damit sehr deutlich, dass diese digitale Nutzung gar nicht an fehlenden Fähigkeiten scheitert, sondern an fehlender Sicherheit.
Ich habe auch mal für Amara das individuelle Spiderweb-Diagramm gesehen und da hat man das nochmal so ein bisschen im Überblick. Also wir sehen, dass die Lese- und Schreibkompetenz sehr stark ausgeprägt ist, auch die motorische Steuerung und die visuelle Wahrnehmung. Das digitale Selbstbewusstsein ist wirklich nur sehr gering ausgeprägt. Das ist hier ein Wert von gerade mal 2 von 10 und erklärt eben, wie gesagt, ihr persönliches Nutzungsverhalten. Als Gegenbeispiel möchte ich Ihnen jetzt nochmal Max vorstellen. Man sieht es gleich an Max' Motto, natürlich kann ich das alleine, dass Max im Gegensatz zu Amara sehr selbstbewusst im Internet unterwegs ist. Max ist 19, er lebt noch bei seinen Eltern und arbeitet in der Gärtnergruppe einer Werkstatt für behinderte Menschen. Und er hat im Gegensatz zu Amara relativ große Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Aber wie gesagt, er nutzt digitale Angebote trotzdem sehr selbstbewusst. Er wurde nämlich von seinen Eltern da schon an dieses Thema sehr früh herangeführt und vor allen Dingen wurde ihm immer mal wieder klar gemacht, probier einfach mal aus und wenn Fehler passieren, ist das gar nicht weiter schlimm, das kriegen wir hin. Max ist außerdem auch sehr gut ausgestattet, wenn es um digitale Geräte geht. Er hat ein Smartphone, er hat ein Tablet und er hat einen Computer. Mm, Und er probiert eben neue Angebote gerne mal aus und probiert sie vor allen Dingen auch selbstständig aus, ohne dass er da Angst hat, etwas falsch zu machen. Das hat er ja so von seinen Eltern gelernt. Und wenn er irgendwie doch mal an irgendeiner Stelle nicht weiterkommt, dann stört ihn das gar nicht so sehr. Oder er fragt auch einfach mal bei seinen Eltern oder bei seinen Freunden nach Unterstützung. Besonders wichtig für ihn ist WhatsApp, hier vor allen Dingen Sprachnachrichten. YouTube mag er gerne und Fußball-Apps. Und seine Leseschwierigkeiten gleicht er eben vor allen Dingen durch visuelle Inhalte aus. Also er guckt lieber mal ein Video, er guckt sich Bilder an und wenn es sie gibt, nutzt er auch die Möglichkeit von Spracheingabe oder Sprachausgabe. Schwierigkeiten entstehen für Max vor allen Dingen dort, wo Inhalte sehr abstrakt werden. Also zum Beispiel komplexe Karten, wie man sie von Google Maps kennt oder auch von Apps vom ÖPNV. Das ist für ihn sehr schwer zu abstrahieren und weil es da einfach viel zu viele Optionen gibt und unklare Darstellung. Und auch hier schauen wir nochmal auf das Spiderweb-Diagramm von Max. Ähm, Auch da kann man das nochmal so im Gesamtbild ja, schnell darstellen, beziehungsweise ist es schnell sichtbar, wo seine Stärken und Schwächen liegen. Die Lese- und Schreibkompetenz ist eben eher gering ausgeprägt. Dafür hat er wirklich ein sehr, sehr stark ausgeprägtes digitales Selbstbewusstsein. Wir haben hier einen Wert von 9, mit dem er ganz viel in seiner digitalen Nutzung ausgleichen kann. Wie kann das digitale Selbstbewusstsein also gestärkt werden? Wichtig ist vor allen Dingen, dass gewisse Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dazu gehört natürlich, dass es überhaupt einen Zugang zu Geräten und zum Internet gibt. Die digitale Nutzung sollte aktiv ermöglicht und am besten auch begleitet werden. Man sollte darauf achten, dass man Fehler zulässt und auch Ängste ernst nimmt, anstatt die Nutzung so aus Sorge zu begrenzen, dass man gleich von Anfang an sagt, da könnte ja was passieren, wir machen das gar nicht erst. Man sollte das Lernen in kleinen Schritten unterstützen und man sollte vor allen Dingen Eigenständigkeit bewusst zulassen, auch dann, wenn vielleicht noch gar nicht so alles perfekt läuft. Das heißt, es ist sehr viel vom Unterstützerumfeld abhängig und gar nicht so sehr von der Technik. Ähm, und dann möchte ich Sie gerne noch einmal, wir sind schon etwas ab vom Thema digitales Selbstbewusstsein, auf unsere Best Practice-Seite hinweisen. Die Best Practice-Seite haben wir Anfang Oktober veröffentlicht und das ist eine Seite, auf der wir alle unsere Ergebnisse beschrieben haben bzw. dargelegt haben. Es ist eine Seite, die an sich auch in der Bedienung möglichst barrierefrei sein sollte. Wir haben also unsere eigenen Ergebnisse berücksichtigt und die Seite entsprechend aufgebaut, so dass sie für Menschen mit Lernbehinderung gut bedienbar ist. Sie sollte im besten Fall auch für alle anderen Menschen gut bedienbar sein. Wir haben hier schon
teilweise Rückmeldungen bekommen, dass es an ein, zwei Stellen noch hakt. Wir wollen die Seite auch selbst nochmal professionell prüfen lassen und sind da gerade noch in dem Prozess, so ein paar Baustellen zu bearbeiten. Schauen Sie aber gerne schon mal rauf. Wir sind immer ganz gespannt auf Rückmeldungen. Wenn Ihnen irgendwas auffällt, was vielleicht noch hakt, sind wir vor allen Dingen auch dankbar, wenn Sie uns das mitteilen, dass wir das entsprechend überarbeiten können. Mm, genau. Und auf dieser Seite finden Sie zum einen Infos zu unserem Projekt. Sie finden auch Infos zum Nutzungsverhalten der Zielgruppe. Und man sieht es hier in dem Screenshot, es gibt den Menüpunkt Leitfaden. Wir haben aus den ganzen Ergebnissen, die wir generiert haben im Projekt über die Nutzertest und Nutzerbefragung, einen Leitfaden entwickelt oder Kriterien entwickelt, wie man eine barrierefreie Seite gestalten kann. Und das finden Sie im Detail eben auch dort auf der Seite. Ich hätte eine Frage, wenn ich Ja, fragen darf, ja. Und ja. zwar, bekommen wir die Präsentation von euch, bekommen wir die im Mhm. Anschluss, weil das total super ist. Ja, vielen Dank. Danke. Genau, wichtiger Hinweis hätte ich am Anfang auch schon mal sagen können. Sie müssen jetzt hier gar nicht mitschreiben und sich die Internetseite aufschreiben. Wir werden die Präsentation rumschicken, entweder Super. bis Ende der Woche, vielleicht wird es auch Anfang kommender Woche, aber Sie bekommen sie auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Und nochmal als zweiten Hinweis haben wir einen Projektbericht geschrieben. Da geht es gar nicht so sehr um die Inhalte aus den Nutzertests und Nutzerbefragungen, zumindest nicht so zu diesen Kriterien von digitaler Barrierefreiheit. In dem Projektbericht geht es ganz viel so um die Hintergründe des Projekts. Warum haben wir das gemacht? Wie arbeiten wir? Es geht aber auch viel um die Beschreibung der Zielgruppe Menschen mit Lernbehinderung und so ihrem Nutzungsverhalten. Ähm, genau, finden Sie auch sogar auf der Best Practice-Seite, die ich eben vorgestellt habe. Da können Sie sich das herunterladen. Ich habe hier in der Präsentation beziehungsweise auf dieser Folie aber auch den Link, den Sie dann einfach später, wenn Sie die Präsentation vorliegen haben, nutzen können, um sich den Bericht herunterzuladen. Und damit sind wir auch schon beim Ausblick gelandet. Wir haben für dieses Jahr noch 3 Termine für unsere Werkstattgespräche veröffentlicht. Der nächste Termin wird Anfang Februar stattfinden, am 4.2. Da geht es um das Thema Navigation und Orientierung, Wege durch das Internet. Das ist so das Kernthema von Leicht Online. Wir haben am 11.3. einen Termin. Dabei geht es im Schwerpunkt um das Thema Vorlesefunktionen. Ganz großes Thema für die Zielgruppe, weil eben gerade das Lesen und Schreiben vielen Menschen schwerfällt. Deswegen ist es super, wenn es Vorlesefunktionen gibt. Wir haben aber in unseren Tests gesehen, dass die natürlich auch in der Bedienung gut funktionieren müssen und dass das bei einigen Programmen oder Funktionen aktuell vielleicht noch nicht so der Fall ist und wie wir damit umgehen würden, beziehungsweise was wir daran ändern würden, damit sie besser bedienbar ist und auch wirklich nutzbar ist durch die Zielgruppe. Und im April haben wir noch einen Termin, leichte Sprache im Web, verständlich und auffindbar. Ähm, genau, melden Sie sich gerne an. Wir freuen uns immer, wenn Sie dabei sind. Auf der Folie ist auch der Link, über den Sie sich da nochmal genauer einlesen können, worum es geht und über den Sie sich auch anmelden können. Und damit bin ich am Ende meiner Präsentation angekommen. Mich würde interessieren, ob Sie noch Fragen haben, ob Sie vielleicht selbst Erfahrungswerte gemacht haben. Ähm, genau, und öffne einfach mal die Runde. Ich habe schon gesehen, eine Frage gibt es im Chat.